Heute verlasse ich Luang Prabang und fahre nach Vientiane, die Hauptstadt von Laos, mit dem China Rail Train. Der wurde ungefähr 2019, glaube ich, hier gebaut von den Chinesen. Und damit kann man ganz schnell von den Norden in den Süden fahren oder den Süden in den Norden, wie auch immer. Und das zeige ich heute mal, wie das funktioniert und wie das aussieht. Meine Sachen sind gepackt, ja, schön kompakt, damit man nicht so viel schleppen muss. Ich habe immer hier mein Handgepäck mit ein paar Klamotten und sowas und alles, was man so braucht. Und da ist meine Techniktasche mit Notebook etc. Und jetzt warte ich auf den Van. Der sollte bald kommen und dann fahren wir zum Bahnhof. Ja, jetzt sitze ich im Van drin, hier haben noch ein paar Leute aufgabeln wahrscheinlich. Und jetzt fahren wir zum Zug, zur Bahnstation. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt gehen wir mal raus. Ja, willkommen am Bahnhof. Ich muss noch mein Gepäck holen. Jetzt habe ich mein Gepäck und jetzt gehe ich da mal rein. Da gibt es noch eine Sicherheitskontrolle. Ich weiß nicht, ob ich da filmen kann. Das wird man dann sehen. Das ist ähnlich wie beim Flughafen, nur sehr lasch. Also eigentlich können sie es auch lassen. Jetzt sieht man, hier wird es voll. Sehr viele Chinesen. Die Chinesen haben das ja gebaut, wie gesagt, und die kommen alle hier irgendwie her. Jetzt schauen wir mal, was hier so geht. Ja, gut, das geht noch. Das war schon mal voller. Ich filme das einfach mal von hier, jetzt ist die Sicherheitskontrolle. Ja, ähnlich wie beim Flughafen, wie gesagt, einfach die Koffer da reinlegen, durchlaufen, man wird durchsucht und das war's dann auch. Hier sind nochmal die Bestimmungen, die kennt man ja so halbwegs. Die sind zwar nicht wie beim Flughafen. Ich glaube so, das mit diesen Flüssigkeiten und sowas, das gibt es ja nicht. Und so Nagelscheren und alles, das checkt keiner. Hier musst du dann das Ticket vorlegen. Ich muss es jetzt halt digital vorlegen, gleich mit meinem iPhone. Ich habe nichts ausgedruckt. Ich bringe meine Sachen dahin. So. Ganz normal. Das läuft mir hier durch. No, I have no weapons. So, jetzt werde ich hier durchsucht. Other side. Ja. Okay, gut. Also ganz lasch. Easy going. Wenn es im Flughafen so wäre, das wäre alles einfacher. Gut gefüllt hier drin. Ich bin ein bisschen später gekommen, aber Gott sei Dank, sonst hätte ich ewig in der Warteschlange wieder warten müssen. Jetzt muss ich mir mal irgendwo einen Platz suchen. Jetzt sitze ich hier und warte. Da oben werden dann jetzt die ganzen Verbindungen angezeigt. Ich muss nach Vientiane. Manchmal stimmt es irgendwie nicht, aber dann muss man halt nachfragen. Das hatte ich letztes Mal, aber das passt dann schon. Also in dem Ticket, das funktioniert hier am Schalter irgendwo, das mache ich aber nie, weil die sind oft ausverkauft, dann kriegt man keine Tickets mehr. Und einer vom Hotel hat mir mal einen Tipp gegeben, LCR-App heißt die, ich blende euch die mal ein. Da müsst ihr euch anmelden mit eurem Passport, ja, also alles angeben, Name, bla etc. Ein bisschen nervig, aber gut, es geht. Und dann Kreditkarte, die funktioniert wunderbar und dann kannst du das online kaufen. Ja, und dann kriegt man das Ticket online, QR-Code. Und dann scannt man das hier ein und fertig. Ganz einfach. Mein Tipp, nimmt die App. Wenn die nämlich zum Beispiel hier ausverkauft sind, die Tickets am Ticketschalter, sind die meistens noch in der App verfügbar. Ja? Und da kann man auch auswählen, erste Klasse, zweite Klasse, was weiß ich. Ich nehme immer das Billigste, weil das sind in 2 Stunden 30. Das ist, da kann ich auch in der Holzklasse sitzen, ist mir egal. Jetzt kam gerade die Durchsage, anstellen und so. Ja, es fühlt sich jetzt... Ich warte jetzt aber noch. Was soll ich mich da jetzt dumm anstellen? Weil du musst ja eh wieder nur am Bahnsteig warten. Chinesische YouTuber gibt es auch. Interessant. Ja, die YouTuber. Wie eine Plage, gell? Überall sind sie. Ich gehe jetzt auch mal Richtung Schlange. Den ganzen Schäfchen wieder hinterher. Ja, schon gut voll. Also das sind halt die 2 Hauptbahnhöfe, ja? Luang Prabang und Vientiane.
Und da ist klar, dass da immer voll ist. Ja, ein paar tragen auch noch Maske und so. Kann ich halt absolut nicht nachvollziehen, den scheiß Stofflappen da in der Fresse zu haben. Geht mir voll auf den Sack. Aber ist ja Gott sei Dank freiwillig. Ich bin jetzt im Bahnsteig. Ich muss, glaube ich, durch Nummer 6. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Das ist hier andersrum, okay. In einem anderen Bahnhof hat es irgendwie an der anderen Seite. Also Nummer 6 und dann irgendeinen speziellen Waggon, C irgendwas. Jeder kriegt ja durch die App oder den QR-Code einen festen Platz zugewiesen. Also wie beim Flugzeug. Man kann sich nicht einfach irgendwo hinsetzen. Aber das ist ja, glaube ich, in Deutschland auch ähnlich. In Deutschland fahre ich halt quasi keinen Zug, weil das ist ja eine Katastrophe bei uns. Aber man muss erwähnen, hier sind die Scheiße pünktlich. Hier kann sich Deutschland oder die Deutsche Bahn mal eine Scheibe abschneiden. Jetzt stehen wir alle hier an und warten auf den Zug. Also schon krass, wie voll das ist. Ich glaube, der ist komplett ausverkauft. Sie auch sagen, heute ist Samstag, Wochenende. Die meisten fahren irgendwie wieder heim, Familie. Viele kommen hierher zum Urlaub. So viel Gepäck wie die zwei da hatte ich auch mal, so 80, 85 Liter. Nach einer Weile reisen geht es dir voll auf die Nerven. Deshalb habe ich jetzt hier reduziert und ich denke, ich habe immer noch zu viel. Gell? Also wenn ich nochmal in Deutschland bin irgendwann, wird ein Zwischenstopp, wenn ich nach Panama muss, werde ich noch weiter reduzieren. Also noch weniger. Der Zug fährt ein. Jetzt geht's los. Wir können alle jetzt nicht erwarten, so schnell wie möglich da reinzukommen. Warum auch immer. Das ist das, was mich am Reisen so ein bisschen nervt immer, die vielen Leute. Ich meine, ich bin auch einer davon, aber es nervt trotzdem. Ich habe Platz 16b oder so. Ist das 6? Hier mit den Koffer muss man mal aufpassen, da wurde ich auch schon angemeckert, dass man die richtig positioniert, weil die während der Fahrt runterfallen können. Was eigentlich nicht passieren kann, weil der Zug wirklich sehr ruhig fährt. So, ich habe jetzt 16b, ich weiß gar nicht, welche Richtung ich fahre. Rückwärts fahren kann ich nicht so leiden, aber das geht schon. Ja, da ist mein Platz 16b. Muss ich kurz mal hier mein Gepäck. Letztes Mal hatte ich so. Ich muss es aber so packen. Das ist nicht runterfällt. Alles gesichert. Jetzt setze ich mich mal hin. Ich habe immer ein Wasser dabei. Hier gibt es, glaube ich, irgendwo einen Speisewagen, aber ich bleibe voll sitzen. Hier gibt es auch Tische. Da kann man Festbon, wie man uns sagt. Essen. Lunchpaket, whatever. Aber ich werde es nicht brauchen. Jetzt warten wir, bis alle drin sind wahrscheinlich. Und dann geht es auch bald los. Ja, jetzt habe ich auch so einen netten Kollegen hier, der What's your name? Le vom Lao. Ja. Ist gut, wenn man mal Leute kennenlernt hier. Also auch wenn man die Leute jetzt hier kennenlernt, man kann halt nicht viel mit denen reden, weil die kein Englisch können. Also nicht viel. Also mein Englisch ist ja schon scheiße, aber hier, die sprechen ja gar nichts. Also ganz, ganz selten. Taxifahrer mal oder so, aber das normale Volk, schwierig. Ähnlich wie in Kolumbien vielleicht. Also da musst du auch Spanisch lernen, auf jeden Fall, ja, um da durchzukommen. Also es aussieht, ist der Zug doch relativ leer hier, wo ich sitze. Also schon viele Plätze noch frei. Jetzt habe ich mich mal umgesetzt hier. Ja, jetzt geht irgendwie meine Rückenlehne nicht, also die geht immer zurück, die hält nicht, egal. Und jetzt fahren wir auch los. Scheiße, rückwärts. Das mag ich ja. Jetzt habe ich gerade nochmal im Ticket geguckt, also ungefähr 2 Stunden fahren wir jetzt. Und das wird auch so passen. Wie gesagt, nicht wie bei der Deutschen Bahn. Richtig viele Tunnel, also brutal.
Ein Tunnel nach dem anderen, mal kurz frei, dann kommt wieder ein Tunnel. Ja, ist halt sehr bergig hier auch. Also ich glaube nicht so wie in Kolumbien, aber trotzdem. Schon wieder. Jetzt kommt gerade die Durchsage, dass jetzt die Tickets gecheckt werden. Und man soll seinen Pass rausholen und den QR-Code. Jetzt sind wir kurz in Bangeng zwischengestoppt, bevor es dann weitergeht. Bei der Gelegenheit kann ich jetzt mal kurz sagen, was für eine Beinfreiheit man hier eigentlich hat im Zug. Das im Flugzeug wäre halt schön. Ja. Da haben auch 2 Meter Leute Platz, glaube ich. Cool. Also jetzt sind ganz schön viele ausgestiegen. Jetzt ist voll leer hier und voll Platz. Jetzt geht's weiter. Ja, ungefähr eine Stunde noch. Jetzt sind wir angekommen. Warten wir alle bis zum Aussteigen. Jetzt sind wir in Vientiane, Vientiane, wie man auch immer das ausspricht. Ja, jetzt laufe ich zum Exit. Da muss ich dann nochmal mein Ticket zeigen. Das wird dann aus dem System genommen. Und dann muss ich mir ein Taxi oder sowas suchen wieder. Ein Tuk-Tuk. Boah, das ist ja ganz, also das ist ja krass, wie leer der Zug bei mir war, das Abteil, wo die ganzen Leute jetzt hierher kommen. Brutal. Boah. Extrem. Hier wird jetzt nochmal das Ticket gescannt, dass man rauskommt. Ich stehe jetzt hier am Ausgang am Bahnhof. Ich habe mir jetzt ein Loka bestellt. Das ist sowas wie Uber hier. Das zeige ich euch dann. Ich blende das mal ein. Auf den warte ich jetzt, dass der mich abholt ins Center. Da drüben sind die ganzen Tuk-Tuks. Ich habe keinen Plan, was die jetzt kosten. Ich habe mir jetzt auch aber einen privat bestellt, weil ich keinen Bock habe, jetzt da wieder groß rumzulaufen in der Stadt. Weil die Tuk-Tuks, die fahren nicht selten. Es kommt vor, aber sie fahren nicht selten zum Hotel direkt und laden dich irgendwo ab und du musst dann hier mit dem ganzen Gepäck rumlaufen. Nee, lass mal, bei der Hitze Also ich sitze jetzt hier gerade beim Loka-Fahrer drin, sowas wie Uber wie gesagt. Und das Lustige ist, wenn du die App machst, also wenn du das buchst wie bei Uber, siehst du ja nochmal den Preis. Steht bei Loka normalerweise auch drin, in diesem Fall jetzt aber nicht. Keine Ahnung warum. Jetzt hatte der mir jetzt gerade das Telefon gegeben von einem Kollegen mit schlechtem Englisch. Und der hat mir irgendwie erklärt, den Preis sehe ich erst, wenn ich ankomme. Hä? Okay. Jetzt muss ich mich überraschen lassen, was es wirklich kostet. Ja, ich bin jetzt im Hotel angekommen. Der Fahrer wollte 184.000, das sind so 9, 10 Euro, irgendwie sowas. Ja, ich gehe jetzt einchecken und hoffe, alles klappt. Ich bin jetzt im Hotel angekommen. Natürlich ist wieder irgendwas, also es läuft nicht nach Plan. Die Leute hier reinigen die Klimaanlage, jetzt muss ich kurz warten, aber das stecke ich schon langsam weg. Also nach 2 Jahren Reisen, ich habe schon alles erlebt. Das ist gar kein Problem. Auf jeden Fall, das Hotel ist ganz gut, sieht gut aus. Da hatte ich schon viel schlimmere, ja. Und das kostet jetzt ungefähr 20 Euro über Booking.com. Und vielleicht bleibe ich noch einen Tag, mal gucken. Und dann regle ich das aber ohne Booking.com. Ja. Also als Tipp, immer mit der Rezeption sprechen. Die gehen dann meistens noch weiter runter. Ja. 5 Euro meistens, vielleicht auch 10. Kommt immer drauf an, ja, wegen der Provision. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, kommentieren. Und genau, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.